Und Set. Der Film heißt Die Karriere der Frau K. Es geht um ein Liebeswahn. Die Regie achtet halt darauf, dass die Story erzählt wird. Hallo Franz. Ich bin der Franz Ufer und ich bin der Producer von Die Karriere der Frau K. Und wir haben uns gefragt, okay, wie kann man so einen Fantasy-Film umsetzen? Hatten viele verschiedene Ideen, bis wir dann irgendwann zu dieser Idee gekommen sind, eine Rückprojektion zu machen. Und hier am Set mache ich dann die Aufnahmeleitung. Das heißt, ich schaue, dass am Drehtag alles on time bleibt. Und ich merke hier bei diesem Projekt vor allem, wie krass wichtig gute Regieführung ist. Und es ist wirklich toll, mit Vincent zusammenzuarbeiten. Hallo, ich bin Vincent und mache die Kamera an dem Set. Die Karriere VK. Das ist eine ziemliche Herausforderung, weil ja alles ziemlich virtuell stattfindet. Also das heißt, die Hintergründe müssen vorher schon geplant sein. Wir müssen das ganze Set ja drehen und die Kamera bleibt immer gleich. Das macht natürlich im Kopf nochmal das logische Räumungsvorstellungsvermögen, wird das ziemlich beansprucht. Alles ist in diesem Raum künstlich und alles muss auf diese Leinwand kommen. Das macht es besonders anspruchsvoll, aber ist auch eine Herausforderung, die Spaß macht. In der Geschichte geht es um eine Frau, die unter sehr großen Selbstzweifel leidet. Frau K. oder Melanie ist die Hauptfigur, um die geht es. Eine einsame Frau, die in einem erfolgreichen Unternehmen arbeitet. Ich bin Anne Müller und ich spiele die Chefin in Die Karriere der Frau K. in dem Film von Ivan. Eigentlich kann man zu der Figur überhaupt gar nichts sagen, weil sie nur die Fantasie und Projektion der Hauptfigur, also der Melanie, ist, die da ihre schlimmsten Ängste und Eifersuchtsfantasien hineinprojiziert. Ich bin Joshua und ich spiele bei diesem Film den David. Ich bereite mich ganz unterschiedlich auf meine Rollen vor. Dass ich eine Fantasie entwickle, dass ich bestimmte Musik höre, was ich glaube, was diese Figur hört, oder dass ich diese Fragen durchgehe, woher wir kommen, wohin wir gehen, wer wir sind, wo wir sind, wann das passiert und wie das passiert, was da passiert. Was hat David jetzt für eine Vergangenheit in dem Fall, vor allem die Beziehung zu seinen Eltern, was für Defizite da entstanden sind, damit er ganz selbstverständlich in so einer Situation dann so handeln kann, wie er handelt. Ja, das Leben ist halt manchmal scheiße. Also wir haben ein richtig gutes Team. Alle halten das Projekt zusammen. Das ist richtig schön, das mitzukriegen. Hallo, ich bin die Laura und habe zusammen mit Anneke Ries das Szenenbild für Die Karriere der Frau K. vorbereitet. Hi, ich bin der Nick und ich helfe der Laura beim Szenenbild. Zwischen den Takes das Set halt herrichten, alles auffüllen, alles wieder auf Anfang bringen. So die größte Herausforderung in dem Film war, dass die Oberflächen spiegelnd sein sollten, sodass das virtuelle und das reale Bild ineinander fließen und es keine wirkliche Schnittstelle gibt. Hier, ich bin wichtig. Ich war anfangs Tonmeister für einen Tag, so bin ich überhaupt hergekommen. Und jetzt bin ich Unreal Engine Operator. Ich bin dafür da, dass ihr die Hintergrundprojektion, die wir ja benutzen, funktioniert. Heißt, wir drehen ja mit Projektion im Hintergrund, also Beamer auf Leinwand, damit wir quasi ein größeres Set haben können, als wir es eigentlich hätten, und auch ein etwas unrealeres Set als Unreal Engine. Dass die Farben stimmen, und auch wie zum Beispiel mit dem Aufzug, dass die Animation stimmt. Wie schafft man es beim Dreh gut drauf zu sein? Sagen wir, man muss sich an dem kleinen Blödsinn erfreuen, den man machen kann. Und jetzt kann ich nach oben fahren mit dem Fisch. Ne, nach unten. Oh scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich kann mir auch noch auf die Höhe lassen, je nachdem wie. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Wunderbar. Zum Dreh kam ich durch Ivan. Den habe ich kennengelernt bei dem Pop-Up Sommerkino, das hier im Innenhof war von der HFF. Da habe ich gearbeitet und der hat mich dann vor einer Woche angehauen, ob ich denn nicht Zeit hätte und Lust, Kameraassistent zu machen. So, ja Mann, let's go. Ich muss Fokus ziehen, ich muss die Kamera abbauen, ich muss Vincent Kaffee bringen. Wie euch aufgefallen sein wird, habe ich hier ein wichtiges Band.
Dadurch bin ich als erste Kameraassistenz erkennbar. Da sind wichtige Kameraassistenz-Sachen drauf. Hier habe ich einen digitalen Meterstab und ein paar Tapes. Ja. Das habe ich vor allem, damit ich cool ausschaue, aber es ist auch ganz wichtig ab und zu. Eine Bühne ist übrig. Das brauche ich nicht. Gestern hatten wir ja das Blutige, die letzten Ergebnisse davon noch, die Trophäe von gestern. Ein Massaker, das ein One-Taker gewesen ist. Weil einmal vorbereitet, man hat das hier gesehen mit den ganzen Bomben, mit den Wasserbomben voll Kunstblut. Das war der Schönere. Wir hatten ja ein Farbkonzept im Film. Melanie, die diese zarten Grüntöne in sich getragen hat. Und am Anfang hatte so kleine Raffinessen, die ich sehr, sehr schön fand, hat Joshua, wenn er kommt zur Firma, auch noch ein zartes Grün getragen als Krawatte. Und der Gegenpart ist so die Chefin, das Mächtige, das Rote. Sie geht also in den Rot-Gold-Klamotten. Ich bin die Kathi. Ich studiere hier auch an der HFF und der Ivan hat mich gefragt, ob ich Maske machen will. Dann habe ich war eh gerade in München und dachte mir, irgendwie finde ich spannend, was er macht und deswegen mache ich das jetzt. Also ich habe mit Ivan besprochen, wie die Schauspieler und Schauspielerinnen aussehen sollen. Das mache ich halt in der Früh und sonst während dem Dreh gucke ich halt, dass alles so am Platz bleibt. Also das da links sind gute Schwärze. Ich bin der Dominik, ich bin der Oberbeleuchter von Die Karriere der Frau K. In Abstimmung mit Vincent, dem DP, entwerfe ich die Lichtpläne und wir versuchen die richtigen Stimmungen zu kreieren, um diese Geschichte visuell umzusetzen. Und aufgrund der, sag ich mal, begrenzten Crewstärke aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem auch aus Begrenzungen durch Corona, bin ich auch der Pult-Operator und programmiere quasi die verschiedenen Settings via DMX-Steuerungen. Ich will jetzt noch so ein kleines Nickerchen machen und dann mit Vincent den Tag morgen zu besprechen. Genau, morgen ist der letzte Drehtag. Also vielen Dank. Ja. Denn ich bin durchgehend online. 50% von uns sind musikalisch. 50% von uns uns beiden, ja. Hm. Ach so. Also du. Das ist noch ein bisschen krass. Kann vielleicht was dezent. Was dezent, aber so unter der Bühne. Dankeschön, Dankeschön. Ich fange mal an. Also, hallo, ich bin der Franz und erst wollten wir quasi nur Gemälde hinten drauf werfen und schließlich war es dann irgendwann ein riesiger 3D-Raum und... kennst du dieses Drama? Was die beiden Frauen da... Die Decke muss höher. Das sieht so geil aus. Aus